Friends, we are back. Good morning, good morning. Freunde, wir sind wieder da. Guten Morgen, guten Morgen. You know, it's really strange how people don't understand Jesus. Es ist wirklich komisch, dass Menschen Jesus nicht verstehen. I don't want to come under yoke with Jesus. Ich möchte nicht unter das Joch mit Jesus. I want to be free. Ich möchte frei sein. There is no freedom unless you're yoked together with Jesus. Es gibt keine Freiheit, außer du bist unter dem Joch mit Jesus. People have the idea that true freedom is to do whatever you want. That's bondage. Menschen glauben, dass wahre Freiheit ist, das tun zu können, was man will, aber das ist Gebundenheit. Why would you want to be in bondage to your own selfish desire when Jesus came to set you free from yourself? Warum möchtet ihr von euren eigenen selbstsüchtigen Wünschen abhängig sein, wenn Jesus gekommen ist, um euch von euch selber freizusetzen? Think, does that even make sense? Denkt nach, macht das überhaupt Sinn? So, but look, once you see what Jesus really is like, you will want to be in his yoke. Aber schaut, sobald ihr erkennt, wie Jesus wirklich ist, werdet ihr mit ihm unter einem Joch sein wollen. He says in verse Er 30, sagt in Vers 30, my yoke is easy and my burden is light. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So look at this. Also schaut, The yoke of Jesus is easy and your own yoke is heavy. das Joch von Jesus ist leicht und das ihr eigene Joch ist schwer. The yoke of Jesus is easy and the yoke of this world is heavy. Das Joch von Jesus ist leicht und das Joch der Welt ist schwer. The yoke of Jesus is easy and the yoke of religion is heavy. Das Joch von Jesus ist leicht und das Joch von Religion ist schwer. And his burden is light. Und seine Last ist leicht. Once we understand that to be yoked together with Jesus makes life easy and light, Wir müssen einmal verstehen, wenn wir mit Jesus unter einem Joch sind, dann wird unser Leben einfach und leicht. do you know what that means? Und wisst ihr, was das bedeutet? If your life is not easy and light, you are under the wrong yoke. Wenn euer Leben nicht einfach und leicht ist, dann seid ihr unter dem falschen Joch. Do you know I get messages every day from Christians all over the world. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten von Christen aus der ganzen Welt. And the longer I live, the more kind of upset I am against religion. Und je länger ich lebe, desto mehr regt mich Religion auf. How it imprisons the people. Wie sie Menschen gefangen nimmt How it puts such a heavy yoke upon people. und ihnen ein schweres Joch auferlegt. I got a message today from a man from another country. Heute habe ich eine Nachricht von einem Mann aus einem anderen Land bekommen. He was very upset. Er war sehr aufgeregt. I wasn't upset, but he was upset. Ich war nicht aufgeregt, aber er. Because his pastor was preaching in the church last Sunday and he said that what I'm teaching is from the devil. Sein Pastor predigte letzten Sonntag in der Gemeinde und sagte, was ich predige, sei vom Teufel. Against what I teach and said it's of the devil. In einem anderen Land predigte ein Pastor am Sonntag gegen das, was ich lehre, und sagte, es sei vom Teufel. You know, this doesn't upset me the least. Wisst ihr, sowas regt mich nicht im geringsten auf. But here is what really, really hurt me. Aber mich verletzt Folgendes wirklich tief. This man sent me a message saying this. Der Mann schickte mir diese Nachricht. Reinhard, since we've been listening, what you've preached about the finished work of the cross, we have experienced so much freedom. Reinhard, seit wir deine Predigten über das vollbrachte Werk am Kreuz hören, haben wir so viel Freiheit erfahren. He said, but now your pastor is preaching against you, Aber jetzt predigt unser Pastor gegen dich and your pastor in our church has almost the same level of authority as God himself. und der Pastor in unserer Gemeinde hat fast denselben Level an Autorität wie Gott selbst. So look at this. Schaut euch das an. There are people under a yoke, Da gibt es Menschen unter einem Joch, the yoke of a man. unter dem Joch eines Menschen. I keep telling people, do not come under the yoke of Reinhard. Don't do that. Ich sage immer und immer wieder zu allen Leuten, kommt nicht unter das Joch von Reinhard, macht das nicht. I point people to Jesus. His yoke is light. My yoke is heavy. Ich verweise die Menschen an Jesus. Sein Joch ist leicht, mein Joch ist Why would you schwer. want to be under the yoke of a man? Warum möchtest du unter dem Joch eines Menschen sein? If you live under this heavy burden and heavy yoke, you've got to ask yourself this question. Wenn du unter einer schweren Last und einem schweren Joch lebst,
musst du dir selber folgende Fragen stellen. Whose burden am I carrying? Wessen Last trage ich And under whose yoke am I walking? und unter wessen Joch bin ich? Obviously, you are not walking in the yoke of Jesus, and obviously, you're not carrying the burden of Jesus. Offensichtlich bist du nicht unter dem Joch von Jesus und offensichtlich trägst du nicht die Last von Once we Jesus. learn to take his yoke and carry his burden, our life will be light, and our lives will be incredibly exciting, and we will be at rest. Sobald wir lernen, sein Joch auf uns zu nehmen und seine Last zu tragen, wird unser Leben leicht und unglaublich aufregend und wir werden Ruhe finden. So keep step with Jesus. Halte also Schritt mit Jesus. Do you know what the amazing thing is with Wisst Jesus? ihr, was so wunderbar mit Jesus ist? That he will never force his yoke upon you. Er würde dir nie sein Joch aufzwingen. He literally said, "Come and take my yoke upon you." So you take it. He will not put it on you. Er sagte einfach nur, kommt und nehmt mein Joch auf euch. Also ihr nehmt es und er wird es euch nicht auferlegen. Isn't that incredible? Ist das nicht He unglaublich? invites you to take it. Er lädt euch ein, es zu nehmen. Religion pushes it on you. Religion drängt es euch auf. Every time you feel the pressure of a yoke being pushed on you, you can be sure it is not Jesus. Jedes Mal, wenn ihr den Druck eines auferlegten Jochs spürt, könnt ihr sicher sein, dass nicht Jesus das ist. Because Jesus invites you to take it, he will never put it on you. Weil Jesus euch einlädt, es zu nehmen und er es euch nie auferlegen würde. So let's take his yoke. Also nehmen wir sein Joch auf uns. Let's walk step in step with Jesus. Wandeln wir im Gleichschritt mit Jesus. Let's live with this incredibly beautiful light burden that comes directly from him. Leben wir mit der unglaublich wunderbaren, leichten Last, die direkt von ihm kommt. Then the world will desire to have what we have. Dann wird die Welt das auch haben wollen, was wir haben. Do you know, Wisst ihr? I love the yoke of Jesus. Ich liebe das Joch von Jesus. It's so beautiful, Es ist so schön, so peaceful, so friedlich, so exciting. so wunderbar. See you tomorrow. Bis morgen.